600 geladene Gäste waren zur Eröffnung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma nach Heidelberg gekommen. Darunter auch viel Prominenz aus Kultur und Politik. Vor allem aber war es der Tag jener wenigen, die den Völkermord der Nazis an ihren Familien und an ihrem Volk überlebten. Für sie vor allem bedeutet der heutige Tag sehr viel. 600 Jahre schon sind Sinti und Roma auch im deutschen Sprachraum ansässig. Mit dem Beginn der Nazi-Herrschaft wurden sie, genau wie die Juden, Opfer eines Rassenwahns, der ihre physische Vernichtung zum Ziel hatte. Das zeigt eine Dauerausstellung mit zahlreichen erschütternden Dokumenten, die daran erinnert, dass während des Zweiten Weltkriegs europaweit 500.000 Sinti und Roma ihr Leben verloren. Je mehr Menschen die jetzige Ausstellung wie auch kommende sehen werden, umso stärker wird sich, das ist meine Hoffnung, das Bewusstsein verbreiten, die Deutschen, Sinti und Roma gehören zu uns. Sie sind ein Teil unserer Gesellschaft und mit ihrer besonderen Kultur eine Bereicherung dieses Landes. Auf einer Tafel sind die Namen der 22.000 Sinti und Roma verzeichnet, die 1943 ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet wurden. Das Dokumentationszentrum ist wichtig für die Aufarbeitung einer grauenvollen Vergangenheit, doch es steht auch für die Zukunft der heute 70.000 Sinti und Roma in Deutschland, die ihre Anerkennung als nationale Minderheit fordern. Das Dokumentationszentrum ist eine Einrichtung der nationalen Minderheit der Deutschen Sinti und Roma. Hier wird unsere Geschichte repräsentiert. Hier können Sie Überlebende mit ihren Biografien finden, die den Terror der nationalsozialistischen Verfolgung zum Ziel des Holocaust auch überlebt haben. Sie sprechen durch ihre Biografien und zeigen das Unrecht auf, was die Nationalsozialisten an 500.000 Sinti und Roma verübt haben. Wir haben die Ausstellung, die jetzige Dauerausstellung, Mitte der 90er Jahre konzipiert. Und wir haben natürlich überlegt, was sind die Ausgangsvoraussetzungen für so eine Ausstellung. Heidelberg ist im allgemeinen Bewusstsein der Ort der Romantik. Leute kommen hierher, um die schöne Altstadt zu sehen und um das Schloss zu sehen. Und es war von vornherein klar, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass es hier auch eine Ausstellung zum Völkermord an Sinti und Roma gibt. Und wie bringt man Leute dazu, diese Ausstellung zu besuchen? Das heißt, die ganze Konzeption ist ausgerichtet auf diese privaten Bilder, auf die historischen Familienfotos, um den besonderen Wert dieser Zeugnisse auch sichtbar zu machen, wo wir als Verband, als Selbstorganisation auch einen exklusiven Zugang hatten. Und daraufhin ist die komplette Konzeption hin ausgerichtet. Sie verzichtet auch auf eine Inszenierung von Grauen, Bilder von Erschießungen, von diesen Schreckenstaten werden tatsächlich nur in dem notwendigen Maße der Aufklärung verwendet, aber sie werden nicht sozusagen ins Zentrum gerückt, sie werden nicht jetzt auf große Leinwände gezogen, sondern ich habe auch bei der Bildauswahl sehr darauf geachtet, dass wir auch Menschen in diesen schrecklichen Vernichtungskontexten nicht erneut entwürdigen, aber gleichwohl natürlich auch den Schrecken darstellen müssen, soweit es notwendig ist. Es war die erste Gedenkstätte zugleich auch für diese Gruppe, große in Deutschland. Und es ist ja auch diese Doppelnatur, die diese Ausstellung, diesen Ort hier ausmacht. Das ist zum einen ein Ort der Aufklärung, der historischen Aufklärung, der sachlichen Dokumentation, aber wir haben ja auch Erinnerungselemente in dieser Ausstellung. Wir haben diesen Steg, der einen ganz zentralen, integralen Teil dieser Ausstellung bildet, nicht zuletzt auch der Abschluss, gewissermaßen der dramaturgische Höhepunkt dieser Ausstellung ist ein Gedenksteg, wo wir auch diesen historischen Dachstuhl gleichsam als Exponat ja mitzeigen. Dieser Steg wird ja bewusst, das ist eine tolle Idee vom Architekten gewesen, in diesen Steg integriert und richtet den Fokus nochmal ganz auf das Individuum am Ende mit den Namen, mit der Namenswand der Auschwitz-Opfer. Und wir haben noch diesen Kinderkubus, der ja auch ein reiner Gedenkbereich ist, der nochmal abgetrennt ist vom üblichen Teil der Ausstellung.
Das heißt, wir haben eher sich ans emotionale richtende Momente von Gedenken in dieser insgesamt von sachlichem Duktus bestimmten großen Ausstellung. Aber es ist ja auch für unsere Menschen einfach gewesen, dass ich gesehen habe, hier ist eine Institution geschaffen worden, die auch, es ist kein Gedenkort, das ist richtig, aber es ist ein Ort, in dem man diese Fotos, die Menschen und die eigentlich, die da gezeigt werden, dass man sieht, wie diese Menschen waren, die nicht überlebt haben, was mit ihnen geschehen ist, was hat man mit ihnen gemacht. Alles war weg, als hätte es sie nie gegeben. Das war der Plan der Nazis. Und ich denke, das ist hier im Dokumentationszentrum gut gelungen, sehr gut gelungen, dass das einfach damit so dokumentiert ist, dass das auch so aufgezeigt wird vom Ganzen her, was da war mit dem Völkermord und was war nach 1945. Was ist da geschehen? Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das heute da steht. Keine Selbstverständlichkeit. Es hat viel Arbeit, viel Anstrengung, viel Kampf gekostet, bis das durchgesetzt werden konnte. Wir haben 1997 unsere Einrichtung, das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, eröffnet. Das Dokumentationszentrum ist eine wissenschaftliche Einrichtung, die Fachaufgaben auch für den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma wahrnimmt, der die politische, nationale und internationale Vertretung unserer Minderheit ist. Als wir 1997 eröffnet haben, waren sehr viele Repräsentanten der deutschen Politik, Vertreter aus der EU anwesend. Was mich besonders sehr gefreut hat, es war der israelische Botschafter hier gewesen, es war Herr Bubis, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, hier gewesen und natürlich der Bundesratspräsident, das war damals Erwin Teufel gewesen, und die Bundestagspräsidentin Frau Rita Süssmuth. Also es waren sehr viele auch andere Vertreter der europäischen und Staaten da, auch der amerikanischen Botschaft waren die Vertreter hier gewesen. Das heißt, durch diesen Akt ist ein Bewusstsein geschaffen worden, auch für die 600-700-jährige Geschichte unserer Minderheit, die in dieser Einrichtung dokumentiert wird. Wissen Sie, die Anerkennung des Holocaust an unserer Minderheit war nicht eine Initiative der Bundesregierung oder der deutschen Politik, sondern die Bürgerrechtsarbeit hat das zur Glaubwürdigkeit der deutschen Politik eingefordert, und 1982 hat ein deutscher Bundeskanzler, es war Helmut Schmidt gewesen, diese Verbrechen der Nationalsozialisten völkerrechtlich als Völkermord anerkannt. Als dann natürlich die Einweihung damals von hier, vom Dokumentationszentrum, der Zentralrat war ja schon Anfang der 90er, ich glaube 91, 92 hier im Haus, aber das Dokumentationszentrum, das war dann, glaube ich, bis 96 oder 97 endgültig fertig, und dann fand eben diese große Einweihung statt, und in dem wirklich viele Vertreter des Bundes und des Landes von überall kamen und auch viele Leute von den Überlebenden daran teilgenommen haben und wo man gesehen hat, dass die Leute auch sich gefreut haben und dass sie geweint haben. Weil plötzlich ist hier was geschaffen worden, das vorher noch nie war, wo man sagen kann, ja, es ist unser Doku-Zentrum, es geht hier um uns, es geht um unsere Menschen, und die sollen nicht vergessen werden. Wissen Sie, man kann verzeihen, und das sollte man auch. Aber man darf nie vergessen. Das darf man nie, weil damit vergisst man sich auch selbst als Minderheit. Die Bürgerrechtsbewegung ist nur zu definieren als ein sich engagieren für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit insgesamt, und ist keine reine isolierte Interessenvertretung, die sich erschöpft darin, die Interesse der eigenen Klientel zu vertreten. Das wäre eine völlig verkürzte Darstellung. Und sie ist ja auch nur entstanden im Kontext anderer neuer sozialer Bewegungen in den späten 70er Jahren. Und auch hier wäre es wichtig, diese Kontexte aufzuzeigen, dass Bürgerrechtsbewegung immer mehr war als ein Kämpfen für die Rechte von Sinti und Roma, dass auch das Dokumentationszentrum immer
andere, in seiner Öffentlichkeitsarbeit, in Wechselausstellungen, in Veranstaltungen aller Art, immer andere benachteiligte Gruppen einbezogen hat. Andere Opfergruppen, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen, die von Diskriminierung betroffen waren und sind. Und diese Verbindungslinien wären aus meiner Sicht auch sichtbar zu machen. Es ist deutlich zu machen, dass diese Geschichte von Sinti und Roma wie auch die Bürgerrechtsbewegung keine isolierten Prozesse sind, sondern dass sie Teil eines gesamtgesellschaftlichen Prozesses sind, wo es letztlich darum geht, Emanzipation und Demokratie auch gegen regressive Tendenzen zu verteidigen, wie wir sie ja nun in den letzten Jahren zunehmend beobachten. Und das heißt aber auch sozusagen Heidelberg, finde ich, als den Ort, wo das alles stattgefunden hat, kenntlich zu machen. Wir sind hier kein historischer Ort der Verfolgung und wir haben es auch nie behauptet zu sein, aber nach 40 Jahren sind wir ein historischer Ort einer wichtigen Emanzipationsbewegung. Und es wäre reichlich absurd, mit diesem Pfund nicht auch zu wuchern. Ja, also sagen, von diesem Haus ist Wichtiges ausgegangen, politisch, gesellschaftlich. Und das zu zeigen, ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die diese künftige Ausstellung haben soll. Und da ist falsche Bescheidenheit nicht angesagt.